Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Norbis Kochstunde. Und heute stehen Knoblauch und Champignons auf dem Speiseplan. Und den Knoblauch, den schneiden wir deswegen sehr fein und die großen braunen Champignons, die schneiden wir in 2 Hälften, wenn diese Champignons zu groß sind. Ja, und vorher haben wir ja auch schon Schnittlauch klein geschnitten, weil auch der Schnittlauch, der kommt auch in die Pfanne rein. Um den Geschmack zu maximieren, nehmen wir Butter zum Anbraten. Und in diese Butter geben wir dann die Pilze hinein. So, nach 10 Minuten geht's weiter. Da schaffen wir Platz in der Pfanne und geben dann nochmal Butter hinzu. In diese Butter geben wir dann zuerst den klein geschnittenen Knoblauch hinzu und etwas später den Schnittlauch. Aber wir lassen das Ganze jetzt nicht verbrennen, weil schon nach kurzer Zeit geben wir den Ahornsirup hinzu. Natürlich könnt ihr auch einen Agavendicksaft verwenden oder wenn ihr wollt Honig oder Reissirup, wie ihr wollt. Anschließend rühren wir das Ganze gut durch und würzen mit Salz und Pfeffer. Weiter geben wir dann noch Tabasco-Sauce, dann noch Sojasauce und Balsamico-Essig hinzu. Na, das sieht ja schon mal richtig gut aus. Wir lassen das Ganze dann für 10 Minuten einreduzieren, sodass das Ganze glibberig wird und nachher an den Champignons festhaftet. Gut, ich denke, jetzt haben wir die Konsistenz und wir können das Ganze jetzt auftischen. Dann nehmen wir natürlich einen tiefen Teller und geben da mal eine gute Portion rein. Natürlich werden wir das Ganze am nächsten Tag merken, wenn die Arbeitskollegen fragen, ja, was hast du denn gestern wieder gegessen? Das ist ja überall zum Schmecken. Macht nichts, weil man riecht es ja selber meistens nicht. Und wenn ihr dann noch ein leckeres, saftiges Weißbrot dazu habt, dann ist das ganze Gericht perfekt. Also, ich würde sagen, ihr seid bei der nächsten Folge von Norbis Kochstunde wieder mit dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobieren würdet. Also, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.